Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play the Technomancer. Ich bin es, euer Zimmerfix. Irgendwas babbt da an mir. Oder? Seht ihr das auch? Irgendwas klebt so merkwürdig an mir. Naja. Lassen wir uns davon jetzt einfach mal hier nicht irritieren. Ja, ich bin es, euer Zimmerfix. Das ist immer noch Zachariah Bab an mir, Mensa. Und wir sind immer noch dabei, hier Verbündete zu finden für unseren großen Kampf gegen den Anführer des Bösen, Victor, den Chef des AC. Wir wollen ihn ja immer noch stürzen und haben beim letzten Mal hier weiter Verbündete gesucht. Mit der Warrior hat es nicht so gut geklappt, mit der dummen Bogelov, die wir hinten in dem Gefängnis verrecken lassen sollen, hat es auch nicht so gut geklappt. Aber wie auch immer, Leute, dafür babbt jetzt irgendwas Cooles an uns ran. Vielleicht machen wir jetzt hier einen auf Gilgamesh aus, Fate, Stay, irgendwas, der auch immer hier, der so cool seine Waffen so rumschleudern kann. Now that we are at full strength, we must devise a way to compromise Victor's popularity at the Assembly. I've got a lead. There's this grizzled old general who's been bitching about the lack of info he gets about Aurora. Right now, he's the only one with the balls to call Victor the dictator incompetent. According to him, the Aurora dowser's down shit creek and may have been booted off his post. If we can prove that General is right and isn't just some senile old man, maybe the Army's head honchos will be pissed enough at the Colonel to kick his buns in the sun. We would need hard evidence. I'm almost positive that Dandolo can help us. Noctis sends merchants everywhere, after all. We also have some connections with Technomancers over there. They should be able to tell us what happened. We could try Anton. Aurora's a little far, but there's no place that's safe from Anton's little birds. It's a start. Even if abundance is run from the top down, members of the Assembly would pay attention to uprisings. Some of your local allies could help you stir up some anger in the masses. The ASC has made their lives miserable for months. People are arrested on a whisper, live huddled in fear. It would not take much to spark the powder keg. It's a good idea, but we can't influence entire populations by ourselves. We'd need allies hidden among the people. Back when I was an artist, I got into some altercations with Assembly members who thought my shows were blasphemy. Maybe it was because I didn't say Hail to the Shadow 50 times. I can't say for sure, but if we could get them to think that Victor isn't a devout believer, we could get the large religious sect of the Assembly to revoke their support and demand his banishment. Or we could just give them a little nudge in the right direction by making them believe Victor steals relics for his own use. We'd have to stage an elaborate setup, and I like it. After all, trickster must get what he gives. We'll need volunteers that can pretend to be ASC. The plan is right up Anton's alley. It's possible for Dandolo or the opposition to help us out too. One last thing. I was told the High Judge endorses all of Victor's decisions, even though I know for a fact that he hates him, which is more than a bit strange. The judge is such an honest man. Or if you're in the mood to make a scandal, I've got everything we need. Did you know that Victor employs young women to worm out information on men he keeps tabs on? And I'm not Victor, but I have a feeling he used that info to blackmail these same men. If we can prove it, the Assembly would have a major meltdown. Their beloved colonel, a pimp? To find evidence of his trafficking, we could look for the orders he gave his goons. Have you seen his hands? Far too immaculate to be doing this dirty work himself. The Vori aren't doing anything about it. Must be profiting from it somehow. This is a dead end. We need to find a new approach. Indeed. How's this? I've heard that a small faction of the Assembly blindly backs up Victor, no matter how crazy the project is. So I believe it almost certain that their chief of this faction was bribed. So unless we bribe him ourselves, we'll have to silence him. It's not ideal, but I have no way of finding out what dirt the ASC has on that man. We'll have to go without his support and hope we can get enough voters elsewhere. All these ideas will indeed cut off Victor from his support network. But This is going to sound self-interested, but if we could help the mutants escape from the pen, it would expedite the Colonel's downfall. The people and the Assembly would be outraged to know that after decades of civilized control, Victor was the one who couldn't keep them in check. I'd like to see the Colonel try to justify his mistake of so many slaves, particularly ones notorious for their feeble minds. no, it's not selfish. It's a good plan. We're gonna help mutants in the pen prepare their escape. After a mass breakout like that, his reputation will never be the same.
Thank you, all of you, for the ideas. Now let's make them happen. Ich habe das Gefühl, wir sind für die nächsten 20 Jahre gut ausgelastet. Wir haben jetzt so viel zu tun. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Naja, wie auch immer. Als erstes tun wir mal Amale wieder aus der Party raus. Das reicht jetzt mit Amale und tun für die gute Nisha rein. Weil Nisha einfach awesome ist. Meine Waffe bappt mir immer noch am Rücken, aber das ist mir ziemlich wurscht. Also, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also, ich hoffe, wir können alle Missionen machen, weil umso mehr, umso besser. So, okay. Bitte Antonotschen, bitte. Ja, okay, das kann man vergessen. Und deswegen können wir auch einige der Aufgaben hier, so wie es aussieht, nicht machen. Aber schauen wir mal. Finde ich die Uniform. Bestätige den Tod des Aurora. Okay. Trifft den Anführer der Mutanten im Pech. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal hier an, hier mit unseren guten Mancer-Brüdern, oder? Greetings, Zachariah. Rumor is Aurora's dowser was deposed. I need to know it's more than rumor, though. If it's true, we might be able to convince some members of the Assembly that Victor needs to go. Even though I don't like the idea of continuing the conflict between Abundance and Aurora that has caused so much suffering, if it's what needs to be done to dethrone Victor, I have a few contacts among Aurora's Technomancers. They're not quite brothers, but they're at least like cousins. And I've heard their messengers nearly always follow one particular shadow path. Let me show you. This one here. If you go, you may be able to stop one of their couriers. If the news you're expecting is as important as you say, I'm sure it will be in the documents they are carrying. Thanks, Melvin. Zachariah, I've received a message from Dandolo. He has some information on the disappearance of patients. Really? Did he learn where he was taken? The ASC had him locked up in an old dome near Ophir. In his message, he says that it's a dome that Technomancers used to use. Does this sound familiar to you? Hard to forget. Yes. That's where initiations would take place before a mantis destroyed everything. We'll have to go free him. The place must be teeming with soldiers fighting for Victor. But we can't leave the old Technomancer in their hands. Hey, wir bekommen immer mehr zu tun, Mann. Und unsere Waffe pappt immer noch hier. Fliegt in der Luft, Mann. Wisst ihr, wir sind jetzt so ein mächtiger Technomancer, dass wir durch unsere Gedanken so kleine Elektropartikel machen können, die Waffen tragen. Leute, so sind wir, Mann. So sind wir. Aber, ich würde sagen, bevor wir dies und vieles andere gleich starten werden, gehen wir nochmal kurz hier in unser heimeliges Heim und ruhen uns erstmal nochmal aus. Das ist ja wieder meine kleine Privatarmee, das finde ich natürlich wieder awesome. Und Zach? Want some company? It's yours. I think I'm falling in love. I may be too. und genau das war der Plan. Der Spion, der mich liebte. Netter Titel, netter Titel. So. Okay, ruhen wir uns aus. Und genau das war eigentlich der Plan, so hier hingegangen bin. Ich erinnere mich an die letzte Mal von der Venetia. Jetzt können wir es wahrscheinlich immer mit Amalia hier treiben, aber hey, es ist schon mal ein guter Anfang. So, schauen wir mal. Was haben wir hier in der schönen Kiste? Okay, ihr kleinen Mutanten, stört euch nicht, dass ich hier das klaue, Mann. Okay, super. Wir haben so viel Schrott und Müll und Sprengfallen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir Sprengfallen aktivieren, weil das wurde uns bis jetzt noch nicht erklärt. Ich glaube, über dieses Schnellmenü, was wir irgendwie mit L1 hier aufrufen können. Aber hey Leute, bevor ich das jetzt mache und bevor ich jetzt noch irgendwie herausbekomme, wie meine Teamkollegen mir hier Befehle geben. Tja, na. So, okay, begibt sich, geht zu frühen Abend zum Schattenfahren. Ja, dann machen wir das hier. Erstmal starten wir hier mit den Aurora-Soldaten. Und ich bin gespannt, was unsere Cousins so zu sagen haben zu dieser Angelegenheit. Ob wir dort was erreichen werden oder ob wir mit leeren Händen wieder zurückbekommen. Wir haben so viel zu tun, Mann. Hey, ich habe doch gesagt, wir fangen langsam mit dem Ende an. Ich glaube, wir sind doch noch nicht ganz so weit.
So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play The Technomancer. Ich bin es euer Sinistre und wir sind hier nun in der Wüste angekommen. Erstmal viele kleine eklige Gegner, die mich wieder nerven. Ich liebe Gegner, die mich Mein schwebender Stab ist weg. Das finde ich aber echt und scheiße, Mann. mich Hör dich auf, das nerven, ist weil genau die das ganze Zeit aus dem Lager, Boden wo wir rauskommen. beim letzten Mal hier schon mit den Soldaten Bobo, der haut Damals da wieder haben auf wir das den richtig Putz gelöst. hier. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Was ich So. sehr lustig finde, das fällt mir jetzt auf. Schau ich mal an, wir haben Ich keine habe Waffe. so Angst vor diesen kleinen Und Viechern. dann backte sie einfach aus seiner Ja, Hose. komm, Hier ist kein Ding, Mann. Hauptsache. Das sieht halt so lustig aus. So, wir Das sind sieht hier echt gerade so auf der lustig aus, Suche Mann. nach einem Da hat mir Bauer. beim fliegender Stab besser gefallen, weil das war realistisch. Wahrscheinlich hat. Gut, Leute, was machen wir gerade? Wir versuchen hier Hol ihn gerade da ein einfach aus bisschen seiner was über meinen Vater rauszufinden. Ja, der wisst, wenn man möglicherweise hier in der Technomancer ist, dann Wüste hat man gestrandet ist. Beim letzten Mal haben wir einige Hosentaschen, Informationen von den wo Lisa man ein ein kleines schon elektrisches gehört haben, Feld nur akkurat macht, hat. was die Masse komprimiert Sie erzählt, und dass dadurch alle ist es Prüflinge, möglich, Testobjekte, die der Scott damals versucht hat zu heilen, vor dem Mutationen gestorben sind, Zug wir waren angehalten. einer dieser Runden. Sagen wir es einfach so, es ist merkwürdig. Wenn ich im Bildschirm bin, hey, ich lebe noch. Also ich habe so das Gefühl. Ich bin mir nicht so sicher. Wie merke ich, ob ich noch lebe? Okay, ich habe mir noch schon mal ein gutes Zeichen. Ich laufe rum, na, spricht dafür. Naja, wir schauen uns jetzt zumindest hier den Rover an und in der Hoffnung bzw. in der Furcht, dass wir die Überreste von Amalas Vater finden. So, Metallkomponenten. Das ist nicht Amalas Vater. Gut, was haben wir hier? Haben wir da was? Ah, Kistel. So, wenn da jetzt kommt, ich muss die Kiste öffnen, damit ich weitermachen kann. So, ist aber gut möglich, es ist eine Level 3 Kiste. Ah, okay, es ist Level 1 Kiste. Hätte ich jetzt kein Level 1, dann könnte ich die Mission nicht abschließen, oder? Fies. Aber ist auch nichts Wichtiges, okay. Das freut mich natürlich. Ich finde zwar jetzt in dem Rover nichts, das heißt, wir marschieren mal da hoch. Beziehungsweise so weit hoch wir können. Und was ist hier? Look, I can't tell you anything. Please, if I can't. The information I have is... I know, but you're gonna have to comply. Train stopped. I'm gonna need your tablet and all the information that you can provide me about your dowser. What? I would never jeopardize Aurora. Either way, you're gonna give me what I want. You can give it to me, or I can pry it from your cold, dead hands. You don't understand. Now, if I tell you, they will kill me. Either way, I will never be able to return to Aurora. Our dowser, wisdom, was dismissed, executed. Take my tablet. It has anything else you want to know. Now please, please leave me alone. Please. An den General. Okay, dann haben wir schon mal das. Das haben wir zwar jetzt nicht in den ASC-Uniformen getan, aber scheinbar hat es hier doch trotzdem geklappt. Ich meine, Leute, man sieht doch deutlich, dass wir vom ASC hier sind und von Abundance und ja. Ich meine, wir haben hier Phobos. Das allein spricht schon mal dagegen eigentlich, aber wurscht. Nein, wir werden jetzt aber erstmal nicht nach Hof 4 gehen. Ich würde jetzt gerne in den Rover gehen. Wir haben so viel zu tun. Auf 4 müssen wir später, gehen wir später hin. Wir machen jetzt erstmal, reisen wir nach Noctis. Zu unserem guten alten Freund Dandelo. Hey, wir haben Dandelo vor den guten Herrn hier Anton Roach, der Warrior, gezogen. Also, ich erwarte mir da schon einige Hilfe von Dandelo. Wir haben echt viel für den getan. Auch wenn man es eigentlich immer so getan hat. Also, wenn wir die Probleme immer so gelöst haben, wie er es nicht wollte. Aber das ist ja was anderes. Und da warte ich mir schon, dass er uns hier ein bisschen mal unterstützt. Der gute Herr Dandelo. Hat übrigens einen sehr coolen Namen. Nun ja. Some relics. You're a Technomancer. You gotta know where we can find some. Yeah, but the relics we keep aren't ones I'm gonna use for an operation like this. We need some minor relics. What's the difference? The amount of information we can get from them. Most of the objects dating back to the settlers are just trinkets. The ones we keep are data interfaces, though. Way too valuable to risk losing. Okay, also. Dann auf geht's auf die Suche nach diesen schönen Relikten. Ob das klappt oder nicht, werden wir erfahren. Ach, wir hätten hier uns erst die ASC-Uniform kaufen müssen, oder? Der Maxi hat das schon wieder sehr gut gemacht. Der Maxi hat das schon wieder sehr gut gemacht, Mann. So. Ich hätte mir erst die ASC... Ich mach das sehr geil, Mann. Ich mach das sehr gut, Mann. Egal, wir haben unsere ASC-Uniform. So. Wie auch immer, scheinbar
ist das okay gewesen. Ich dachte, wir müssen jetzt mit den AC-Uniformen hier die Aurora angreifen. Wieso habe ich da eigentlich nicht die Treppe nach unten gehauen? Aber das ist auch so gut gelaufen. So, und ich denke mal, der Händler, wenn ich einen Weg nach oben finde, wird wieder unser guter Mutantenfreund sein, mit dem wir schon einige Male was zu tun hatten. Einmal bei diesen gestohlenen Windrädern erinnere ich mich. Und einmal haben wir diesen Elektromotor davon ihm gekauft. Also, hey, Mutanten an die Macht, würde ich mal sagen. Gut. Nehmen wir die Gesundheitsinjektion mit. Und irgendwie hoffentlich finden wir einen Weg mal wieder nach oben. So, das ist immer noch unser guter Sohn des Priesters, Mann. Immer noch mit der Brechstange, Mann. Ich habe immer noch das Gefühl, der will uns irgendwann mal angreifen, Mann. Der hat die immer so parat, Mann. Ich traue das dem zu. Okay, wir müssen da und dann da und dann da hoch. Und dann, wenn wir Glück haben, können wir hier endlich mal weitermachen. So. Ich kenne mich schon in Noctis immer aus, Mann. Das war mal wie meine zweite Heimat und jetzt. Repent! We won't have access to the Blue Paradise so long as we are not all absolved of our sins. You came here to wash your soul? I had something else in mind. I heard you had a few relics here. Yes, they turn this place into a temple. Pray here and you will feel our ties to our ancient fathers. Pray here and you will receive the blessing of the shadow. And yet, I have been unable to gather all the holy pieces I wanted. You look like a stout young man. Maybe you could help me. Go on. In the nearby canyons, there are ancient ruins of our ancestors' dwellings. I have heard that some relics still lay there. But be wary. I'm sure the scavengers have already scoured the area. If you could recover a few for me, I'd bless you 1,000 times over. I'll see what I can do. Ich will nie wieder normale Marines. Das sind immer die ekligen Maulwürfe und diese Viecher, die aus dem Boden kommen. Aber nun gut, werden wir auch hinbekommen. Wissen wir immerhin, wo die Relikte sind. Wir werden die uns auch sofort holen, doch davor werden wir uns noch kurz mal zu dem Händler bewegen. Und ich denke, das ist dann was für den Maxi im nächsten Part. Der Maxi in diesem Part, der scheißt auf diese blöden Relikte, aber der Maxi im nächsten Part, der Depp, der kann sich darum kümmern. Gut, dann, ja, ich wusste doch, am Ende läuft es immer auf unseren guten Mutantenhändlerfreund aus. Do you have any relics? Things from the old settlers? Yeah, a few. 3 in very good condition. If you want them, I'd happily trade for some serum. Lately, I've been running low. Wow, mein guter Freund, da gehe ich doch lieber nach Valle Marines und hol mir die. Also wir haben jetzt die Wahl, entweder wir gehen hier hin und holen uns die Relikte. Oder wir marschieren dann nach Valle Marine. Ja, ich würde sagen, da gehen wir lieber in das Tal und suchen dort die. Das weil 500 Serum, hey, das wächst ja auch nicht auf Bäumen. Das wächst den Menschen. Nun gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play the Technomancer. Und wir werden dann schauen, was wir noch so erreichen können, um hier Victor zu stürzen. Davor, wie gesagt, einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dahin, haut rein. Ciao.